Herzlich willkommen zur zweiten Leuphana Utopie-Konferenz. Ich freue mich, dass ihr alle zuschaut, dass ihr dabei seid. Ich grüße die Utopie-Camps und ich freue mich auf zwei hoffentlich bewegende, inspirierende und lehrreiche Tage. Ich freue mich auch darüber, dass wir uns in einer Situation befinden, wo es so richtig sinnvoll ist, sich utopische Gedanken zu machen. In einer Situation, wo man das Gefühl hat, so ein bisschen was geht. Ein bisschen was ist schon wahnsinnig viel, so im welthistorischen Vergleich zu dem, was in früheren Zeiten gegangen ist. Vielleicht ist auch irgendwann dieses Gelegenheitsfenster wieder zu, aber jetzt ist es offen und diese Zeit müssen wir unbedingt nutzen. Mit verdammt guten Ideen, in der wir einerseits unserer Fantasie freien Lauf lassen, unserer Kreativität und auf der anderen Seite immer ein bisschen im Hinterkopf behalten und manchmal auch ein bisschen stärker im Hinterkopf behalten, wie man das, was wir uns hier ausdenken, was wir uns erspinnen, wie man das tatsächlich realisieren kann. Und ich bin extrem gespannt, was bei euch in euren Workshops, in euren Camps dabei rauskommt. Und ich bin natürlich auch gespannt, was bei uns hier passiert. Wir haben jetzt im nächsten Abschnitt, im ersten Abschnitt, zwei spannende Gäste, Carola Rackete und Hartmut Rosa. Aber bevor ich hier zu viel erzähle, möchte ich übergeben an die Co-Gastgeberin, an Maja Göpel. Vielen herzlichen Dank. Auch von meiner Seite auch nochmal ein großes Willkommen. Wir hatten ja gestern schon mal kurz die Möglichkeit zu sprechen. Und im Prinzip gibt es gar nicht so viel mehr einzuführen, außer das, was Richard schon erwähnt hat. In Krisenmomenten fühlt sich die Zukunft sehr offen an. Und deshalb macht es wahnsinnig viel Sinn, über die Zukunft in den Momenten auch viel nachzudenken und zu sprechen. Und natürlich auch genau diese Offenheit dafür zu nutzen, zu überlegen, was wollen wir denn vielleicht erhalten und dringend gegen Veränderungen schützen? Was wollen wir aber auch neu gestalten? Von wem oder was wollen wir uns auch mal verabschieden? Und da werden wir gleich einmal kurz in die Camps zu einem offiziellen Willkommen und gemeinsamen Zusammentreffen online rüberschalten, bevor wir dann mit, finde ich, auch zwei wirklich großartigen Persönlichkeiten sprechen, die genau zu diesen Themen sicherlich sehr viel zu sagen haben. Carola Rackete spricht mehr aus der ökologischen Perspektive vom Erhalten und Neugestalten und Hartmut Rosa hat ja sehr viel geforscht zu all den Dingen, die uns Menschen eigentlich wichtig sind, unter welchen Bedingungen wir uns wohler und vielleicht auch weniger glücklich und wohl fühlen. Und deshalb einmal kurz raus in die weite Welt und dann wieder zurück zu unseren Diskussionen hier vor Ort. Hallo, wir sind die Volkshochschule Berlin-Mitte und VHS Meets Future. Grüezi aus dem Camp Solothurn in der Schweiz. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Werner von Artefakt im Zentrum für nachhaltige Entwicklung in Glücksburg, wo wir seit 30 Jahren bereits zeigen, wie Energiewende geht und funktioniert. Wir freuen uns auf die kommenden 2 Tage mit euch. Und vor allem freuen wir uns darauf, ganz viele tolle Ideen mit euch für die Zukunft zu entwickeln. Wir freuen uns mega, dass wir gemeinsam mit Menschen 2 Tage an der Vision einer Gestaltungsgesellschaft arbeiten können. Wir als Feinheit GbR sind mit dem globalen TIPI-Projekt in Brilon dabei. Wir haben ein tolles, anderes, wichtiges Thema, Suffizienz im Nord-Süd-Dialog. Wie kriegen wir auch den Süden der Hemisphäre dahin, dass er am gleichen Strang zieht, um endlich die Erderhitzung zu stoppen. Das ist unser Thema fürs Utopie-Camp. Ich freue mich auf euch. Tschüss, tschüss. Wir fahren Rola. Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Wir sind ja gerade noch im Kamerajonglage-Modus, weil hier wirklich ein unglaubliches Studio aufgebaut ist. Ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Einblick dadurch oder davon erhalten könnt, indem ihr uns folgt. Und jetzt folgen wir den Kameraeinstellungen in die Niederlande zu Carola Rackete, die dort netterweise 20 Minuten für uns rausgeschält hat aus einem Programm, dem sie dort folgt. Und das ist die Degrowth-Konferenz, wo es genau um ähnliche Fragen geht, die wir uns hier heute eben auch stellen. Was ist denn das, wo Menschen hinstreben? Welche vor allem auch strukturellen Treiber, insbesondere eben das Wachstumsparadigma und was es uns inzwischen auch kostet, diesem weiter nachzustreben und welche Alternativen es da gibt. Carola, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier auch mit uns sprichst zwischendurch und ich würde dich einfach kurz einladen, ein Stimmungsbild zu geben und dann möchte ich dich natürlich in die Möglichkeit eigentlich versetzen, mal alle aufzuklären, was Degrowth ist und vor allem nicht ist. Weil es wird ja sehr oft mit dystopischen Sachen gleichgesetzt. Wir haben so Sachen wie Klimalockdown und solche Dinge gehört. Und darum geht es ja genau nicht. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier mit dabei bist. Ja, hallo zusammen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin echt begeistert, wie viele unterschiedliche
Orte und Menschen beim Utopie Camp mitmachen. Ich bin, wie gesagt, gerade in den Niederlanden, in Den Haag, wo wir eine Degrowth-Konferenz haben zum Thema Communities for Radical Care. Und das heißt, der Hauptfokus dieser Konferenz ist eben, wie wir gemeinschaftlich etwas verändern, wie wir Verantwortung übernehmen, wie wir vor allem das Wirtschaftssystem verändern, von dem wir wissen, dass es ganz ursächlich ist für den katastrophalen Zustand unserer Ökosysteme, aber auch natürlich für Ausbeutung, sowohl im globalen Kontext als auch hier im globalen Norden. Und es gibt natürlich eine riesige Debatte immer wieder über das Wort Degrowth. Schreckt es Leute ab oder vielleicht auch nicht? Was ist es denn jetzt eigentlich genau? Und Degrowth wurde als Titel für diese Bewegung eigentlich gewählt, um wirklich ganz klar zu machen, dass es etwas ganz fundamental anderes ist als das kapitalistische Wirtschaftssystem, das wir momentan haben. Und zwar, dass wir eine radikale Veränderung brauchen, also wirklich einen Bruch mit dem, was wir bisher haben. Das heißt nicht, dass wir damit jetzt Kommunismus einführen wollen oder Sozialismus, Stalin aus dem Grab erwecken wollen oder sonst etwas, sondern unter diesem Begriff sammeln sich sehr, sehr viele verschiedene wirtschaftliche Ideen, Solidarökonomie zum Beispiel oder andere Vorschläge. Ich meine, den Begriff der Radikalität wird ja viel eingeführt, um gleich erstmal das sehr weit weg von dem, was wir als normal und akzeptabel halten würden, zu beschreiben. Und ich bin damit ja auch viel konfrontiert worden und habe dann sehr stark, fand ich Erich Fromm hilfreich und andere, die sagten, ein nicht radikales Nachdenken in Krisenmomenten bedeutet, wir weigern uns, an die Wurzel der Probleme zu gehen, weil der Ursprung des Wortes radikal mit radix, mit der Wurzel zu tun hat. Und in der Systemforschung sagen wir eben auch, an die Wurzeln der Probleme heranzugehen, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen. Vielleicht kannst du noch mal für diejenigen, die mit der Degrowth-Bewegung nicht so bekannt sind, aus deiner Perspektive sagen, was die Wurzeln sind, an die diese Bewegung sich rantraut, sie zu formulieren und auf den Tisch zu legen, um dann zu alternativen Lösungen und auch Lösungsräumen und diese legitimieren zu können, zu gelangen versucht. Innerhalb von Degrowth gibt es sehr viele dekoloniale Aspekte. Das heißt, es geht viel darum, wie wir unser gesellschaftliches Zusammenleben und auch die Wirtschaft gestalten können, in einer Art und Weise, die antirassistisch ist, in der wirklich jedes menschliche Leben das Gleiche zählt, in der es keine Ausbeutung mehr geben würde. Aber auf der anderen Seite ist ein großer Baustein natürlich eine antikapitalistische Grundeinstellung. Also es geht sehr viel um gerechte Verteilung, Partizipation und Mitsprache bei Entscheidungsprozessen und darum, Machtverhältnisse so umzubauen, dass alle Menschen sich an den gesellschaftlichen Prozessen beteiligen und mitentscheiden können. Das heißt, diese Themen Kapitalismus und Dekolonialisierung sind wirklich sehr starke Wurzeln. Auch das Thema Feminismus, was sich dann immer in diesen Themenblöcken wie Care niederschlägt, ist fundamental für die Degrowth-Bewegung. Carola, ich habe zwei große Fragen an dich. Die eine Frage ist, wenn du sagst, der Kapitalismus ist der Grund für die exzessive Naturzerstörung, die wir überall erleben und für die Ausbeutung, da muss man ja auf der anderen Seite bedenken, dass beispielsweise der Realsozialismus kein Deut besser mit der Natur umgegangen ist als der Kapitalismus. Also die Frage ist es wirklich nur der Kapitalismus oder hat das eben auch eine Menge mit dem zu tun, wie die Menschheit sich auf diesem Planeten ausbreitet? Das würde ich gern so ein bisschen auseinandersortiert haben. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage ist, um ein anderes System als den Kapitalismus zu implementieren, braucht man, wie du ja selber gesagt hast, demokratische Mehrheiten. Das ist im Augenblick in unseren Industrieländern nahezu unvorstellbar, dass die Menschen quasi den Kapitalismus abwählen. Was stimmt dich optimistisch, dass das trotzdem passiert? Das sind jetzt große Fragen. Ich fange natürlich mal mit der ersten an. Und zwar geht das ja in so eine Richtung einer Überbevölkerungsdebatte, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen.
Und die kommt ja auch immer und immer und immer wieder vor. Und das ist ein viel genanntes Argument. Da müssen wir uns, glaube ich, sehr stark bewusst sein, dass einfach die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung ja nur 10% der Ressourcen nutzt. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt so viele Leute hier und darum haben wir eine Übernutzung, ist das überhaupt nicht der Fall als solches, sondern es geht einfach darum, wie leben wir als Gesellschaften, wie viel verbrauchen wir. Ein Kind in den USA verbraucht natürlich nicht das Gleiche wie in Bangladesch. Und die Frage ist also nicht, wie reduzieren wir die Kinder in Bangladesch, denn die Geburtenraten gehen ja weltweit sowieso runter, sondern es ist eine Frage, wie leben alle Gesellschaften auf eine Art und Weise, die mit der Natur, mit unserer Umwelt verträglich ist. Das heißt, diejenigen, die überkonsumieren, sind ganz klar die im globalen Norden. Und nachdem wir in unseren eigenen Ländern ja schon viel zerstört haben, ist diese Ausbeutung dann natürlich in andere Länder getragen worden. Und da sind wir an diesem Punkt auch immer noch. Das heißt, wenn wir von Veränderung reden, dann müssen sich hauptsächlich halt die Länder und die Menschen und Gesellschaften in den Ländern verändern, die am meisten Schäden anrichten. Da sind wir natürlich dann eben ganz klar wieder bei Ländern wie Deutschland, die ja historisch die vierthöchsten CO2-Emissionen zum Beispiel haben. Und natürlich ist es richtig, dass in der Sowjetunion auch Ressourcen massiv übergenutzt wurden und auch sehr viel Verschmutzung stattgefunden hat. Allerdings, da wird auch sehr häufig und auch mit Absicht an vielen Stellen ein Dualismus aufgemacht, der in meiner Meinung überhaupt nicht existiert. So nach dem Motto, es gäbe entweder Kapitalismus, wie wir ihn jetzt haben, oder ein sozialistisches System wie zu den Zeiten der Sowjetunion, als gäbe es nicht noch unendlich viele andere Möglichkeiten, wie wir zusammenleben könnten. Und ich glaube, das ist dann ja auch wieder Teil so einer Utopiekonferenz, sich darüber Gedanken zu machen, was denn noch die Alternativen sein könnten, was wir denn noch anderes tun könnten, außer diesen zwei Dingen. Und da gibt es ja unendlich viele davon. Und das ist ja auch gerade das Spannende. Allerdings müssen wir da von diesem Dualismus wirklich Abstand nehmen. Und uns bewusst werden, dass es viel, viel, viel mehr Möglichkeiten gibt und dass wir die letztlich auch ausprobieren müssen. Dass wir aber an dem Punkt sind, wo wir ganz sicher sagen können, was wir bisher versucht haben, funktioniert so nicht. Wir müssen praktisch was anderes machen. Ein Weiter so kann es nicht geben und dann müssen wir mutig sein und das ausprobieren. Ich komme nochmal zur zweiten Frage. Die zweite Frage ist, wie schaffen wir in Ländern, in denen die Menschen die Segnungen des Kapitalismus in großer Zahl und sehr gerne konsumieren, wie bringen wir da die Menschen dazu, in einer Mehrheit sogar dafür zu plädieren, ein anderes System als den Kapitalismus zu versuchen? Das ist in der Tat, glaube ich, hier im globalen Norden viel schwieriger als im globalen Süden. Ich denke allerdings, dass es Möglichkeiten und Ansätze gibt, wo wir Leuten bewusst machen können, dass es für sie auch Vorteile haben könnte, wenn wir Dinge umstrukturieren. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass auch in Deutschland sich zum Beispiel die Einkommensschere sehr vergrößert hat in den letzten Dekaden, dass wir praktisch auch hier eine Ausbeutung im Prinzip haben von den wenigen Menschen, die immer weniger haben, dass wir dort eine Umstrukturierung brauchen, dass wir also mehr stärkere Gewerkschaften brauchen, dass wir andere Arbeitsbedingungen brauchen für die Menschen, dass aber auch Themen, die für viele noch in der Zukunft liegen, wie der Klimawandel, auch praktische Vorteile haben können, wenn wir sie angehen. Nach dem Motto, wenn wir Luftverschmutzung verringern, dann bringt das nicht nur für das Klima was irgendwann, sondern es bringt jetzt ganz konkret was den Menschen, die in irgendwelchen Städten leben, wo die Luftverschmutzung hoch ist. Das heißt, es geht, glaube ich, sehr viel darum, so eine Art Multisolving zu etablieren, wo Dinge, die langfristige Vorteile für sowas Abstraktes haben, auch ganz konkrete Vorteile haben. Und andere Beispiele davon sind Dinge wie die 4-Tage-Woche, die ja auch häufig vorgeschlagen wird, um praktisch Produktion zu verringern im Rahmen von Degrowth-Theorien und die ja an einzelnen Beispielen, wo das ausprobiert werde, auch auf sehr viel Euphorie bei den Leuten treffen, die das dann ausprobiert haben. Ist das nicht genau auch ein Zugang, wo wir, ich habe
so ein bisschen diese Sorge, dass wir, wenn wir diese großen Begriffe verwenden, eigentlich sehr stark Menschen einladen, sich in das eine oder andere Lager begeben zu sollen oder zu müssen und dann vor allem ganz viele Assoziationsketten auch aufzurufen, die dann auch schon ein bestimmtes Annehmen von Argumenten erschweren oder erleichtern. Deshalb habe ich immer sehr stark versucht zu suchen, und da bist du gerade in die Richtung gegangen, das würde ich gerne noch mal stärker machen. Was sind denn eigentlich die Treiber im Grunde genommen dessen, was das kapitalistische System heute ausmacht, von dem wir sagen, die wollen wir vielleicht mal zurückschrauben? Also die Ausbeutung, die Überausbeutung, der Ungleichheit. Also wie können wir viel konkreter werden mit dem, diese empirischen Trends, die wir alle sehen, die wollen wir gut verstehen und wir möchten herausfinden, aus welcher Institutionenlandschaft heraus, die wir Menschen ja gebaut haben, sie eigentlich fortbestehen. Also diese Pfadabhängigkeiten gebaut werden, aus denen es dann so schwerfällt, auszubrechen. Und ist es dann nicht viel einfacher mit diesem etwas pragmatischeren, das wollen wir erreichen und das wollen wir, dass es nicht mehr stattfindet, sich in etwas Neues reinzuarbeiten? Also ich glaube, Marx hat ja auch nicht das Buch Capital geschrieben, in dem er gesagt hat, das ist das neue System, wo es hingeht, sondern er hat etwas beschrieben, was er beobachtet hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wir würden uns einen Gefallen tun, wenn wir gar nicht sagen, wie das neue System heißen sollte, sondern einfach eher sagen, was sollte drinstecken und wie viele kapitalistische Elemente da drin sind und wie viele andere Ideen, die in bestimmten Regimen vielleicht Unterteile gewesen sind, die auch gut funktioniert haben. Da haben wir vieles auch zum Beispiel in der Ost-West-Diskussion wiederentdeckt. Auf einmal, nachdem es erst hieß, wir müssen die blühenden Landschaften des Westens hier rübertragen, haben wir gemerkt, ach Mensch, das mit der Kinderbetreuung und so, das hatten die vielleicht eigentlich viel besser drauf oder auch andere Größenordnungen von genossenschaftlichen Strukturen. Also wie schaffen wir das, durch die Beschreibung dessen, worum es konkret geht, vielleicht diese ideologischen Überbauten ein bisschen zurückzudrängen, die aus meiner Perspektive ganz schnell diese Fronten bestärken und auch vielleicht die Ängste? Oder seht ihr das ganz anders? Da lasse ich mich auch total gerne korrigieren. Also ich würde dem sehr, sehr zustimmen und denke, das Beste wäre, wenn man Projekte wirklich erlebbar macht. Wenn Leute einfach irgendwo mitmachen können und dann bei dem Erleben einer vielleicht etwas anderen Lebensweise feststellen, ach ja, das ist ja eigentlich ganz praktisch, macht auch irgendwie Spaß, hat irgendwelche Vorteile, ohne dass man das jetzt akademisch beschreibt, weil das ist ja auch ein großes Problem, dass wir ganz, ganz viele akademische Debatten immer führen, die für viele Leute auch komplett unzugänglich sind. Und das Erleben und Mitmachen ist eigentlich etwas, was es viel leichter macht, Veränderungen auch zu sehen und umzusetzen, indem man einfach Teil von einer Sache wird. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel in Besetzungen machen, wenn wir wie letztes Jahr diesen Dannenröder Wald, wo ja die Autobahn durchgebaut werden soll, besetzt haben. Dann geht es nicht nur darum, etwa, dass wir die Bäume schützen. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Anliegen dort. Aber es geht auch darum, Leuten eine andere Art des Zusammenlebens zu zeigen, zu sehen, wie man mit weniger Konsum leben kann, wie man sich gemeinschaftlich organisieren kann in flachen Hierarchien oder ohne Hierarchien, wie man eine andere Lebensweise praktisch umsetzen kann. Und obwohl dann am Ende der Wald weg ist, das, was die Leute dort an solidarischer Lebensweise erlebt haben, das bleibt ja in denen. Und das ist das Gleiche, was wir jetzt wieder haben, zum Beispiel in der Besetzung in Lützerath, die an der Kohlegrube von RWE steht. Das ist das Dorf, was jetzt diesen Herbst abgebaggert werden soll. Da kann ich auch wieder nur jede Person einladen, dort mal zum Beispiel einfach vorbeizukommen. Es ist im Moment wirklich wunderschön, hat einen schönen Garten, ein tolles Café und man kann aber auch dort bleiben und wohnen und das miterleben, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte. Und es gibt viele Leute, die kommen einfach nur einmal so vorbei und stellen dann fest, dass es eigentlich schön ist und dass es Vorteile hat, über Dinge anders nachzudenken und Dinge anders zu machen. Und ich glaube, es ist wirklich das Erleben, was diese Veränderungen bewirken kann und was die Leute dann wiederum in andere Projekte reintragen. Also ich glaube wirklich, diese Transformation muss erlebbar werden, sodass die Leute eingeladen sind, mitzumachen und dass es konkret wird. Nicht nur akademisch bleibt. Und jetzt hängen wir ja mitten in so Wahlkampfzeiten. Also im Grunde genommen, um so größere Strukturen zu verändern, brauchen wir ja politische Veränderungen, die
gewisse Räume oder gewisse Praktiken auch einfacher macht, andere Geschäftsmodelle leichter macht, vielleicht tatsächlich, ich meine, sowas wie eine 4-Stunden- oder 4-Tage-Woche, 4 Stunden wäre auch nicht schlecht, da sind wir jetzt ganz groß in der Utopie eingestiegen, aber von Keynes und anderen ja durchaus schon mal vorgedacht als Ökonomen. Aber also wenn wir als Einzelne das immer weiter versuchen, haben wir ja häufig schon bemerkt, dann bleiben es eher Nischenprojekte, dann bleiben es Piloten und da gibt es eine Pilotparalyse. Beschreiben ja sogar auch viele große Konzerne, die versuchen jetzt Dinge tatsächlich anders zu machen, aber sie kriegen es überhaupt nicht ins Geschäftsmodell, ohne dass tatsächlich Rahmenbedingungen sich verändern. Was wäre für dich, wenn wir jetzt so schauen, es klingt ja alles immer noch so, als wäre der Wohlstand, da sind wir auch dran, den rauszukitzeln, das, was die Leute zu verlieren befürchten, sobald wir ökologisch ja eigentlich ehrlich bilanzieren würden, uns ehrlich verhalten würden. Hast du da ein Gefühl, dass sich die Debatte vielleicht außerhalb der Medien anders dreht oder ein paar Vorstöße, wo du sagst, so müsste man das anders kommunizieren oder da siehst du neue Allianzen entstehen? Also dass wir nochmal so ein bisschen verstehen, wie kann das, was Einzelne erlebt haben, tatsächlich in so eine Bewegung und dann eben auch eine politische Veränderung vielleicht übersetzt werden? Also ich denke sehr stark, dass wir andere Menschen selten mit Argumenten überzeugen, weil es ja immer sehr viele psychologische Barrieren gibt, warum Leute von dem, wovon sie überzeugt sind, sich auch so schlecht abbringen lassen. Das heißt, generell glaube ich, wenn wir darüber nachdenken, wie kommunizieren wir was, müssen wir weniger über die Fakten nachdenken. Die sollen natürlich richtig und korrekt sein, aber auch über Psychologie und wie wir überhaupt mal an den Punkt kommen, dass Menschen zum Beispiel bereit sind, sich auf was Neues einzulassen. Und auch, dass wir den Menschen, die vielleicht irgendwelcher Transformation ablehnen, gegenüberstehen, nicht einfach vorwerfen, dass die jetzt unwillig sind oder zu dumm oder bösartig und was dann halt, das wird dann ja gleich mal so polarisierend, ne? Sondern dass man einfach mal festhält für sich, dass aus deren Perspektive das alles Sinn macht, dass wenn man so wie die aufgewachsen wäre und in deren Schuhen stecken würde, das vermutlich auch alles so Sinn machen würde und dass man wirklich versuchen muss, eine emotionale Basis für ein Gespräch und für einen Austausch zu finden und auf die zuzugehen in der Debatte und eine Polarisierung zu vermeiden. Weil das ist, glaube ich, ein Kernding, was wir in dieser Gesellschaft, wo die ökologische Krise immer größer wird, mehr und mal sehen, auch im Rahmen von rechten Strukturen zum Beispiel oder wie die Polarisierung in diese Richtung geht. Es gibt natürlich Grenzen, wo wir ganz klar mit Menschen nicht debattieren können, bei Themen wie Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Aber an vielen anderen Stellen, wo es um Transformationsprozesse geht, müssen wir uns, glaube ich, bewusst sein, dass Leute auch ganz viele Ängste haben vor dieser Veränderung und dass sie vielleicht eine Hilfestellung brauchen, um diese Schritte anzugehen. Und wo ich denke, dass wir mehr also das sage ich wieder auch so vor diesem eher naturwissenschaftlichen Hintergrund, uns mehr mit Sozialwissenschaften und Kommunikation beschäftigen müssen. Weil die reinen Fakten werden nichts verändern. Weil der Mensch ist einfach so halt nicht gestrickt. Mhm. Jetzt kommen wir schon zu dem Ende von den 20 Minuten, die du uns geschenkt hast. Ich nehme mal mit, die Fokussierung auf Prozesse soll ja Teil des Ergebnisses auch sein. Also wenn ich dich verstehe, die Qualitätsbeschreibung des Miteinanders soll sich ja wieder verbessern in der Welt, die weniger von dem Wachstumszwang und Drang und der Beschleunigung, zu der wir gleich auch noch mal kommen, mit unserem nächsten Gesprächspartner getrieben sind und dass eben die Umbruchszeiten navigieren, wahrscheinlich mit einem Fokus auf das, was danach auch wachsen soll, nämlich das Miteinander, besser zu verhandeln sind. Also jetzt habe ich wieder ein bisschen abstrakt wahrscheinlich formuliert. Wenn du das noch mal konkreter machen wolltest oder noch mal ganz klar sagen wolltest, jetzt, das gebe ich euch mit in den nächsten 2 Tagen, von dem, was ihr dort diskutiert, sind das die wichtigsten Anhaltspunkte, vor allem auch so, wenn wir überlegen, das Alte, was vergeht, das Neue, was entsteht. Wo siehst du die meisten Übereinstimmungen, das meiste, wo du das Gefühl hast, das können tatsächlich so Projekte oder utopische Zielsetzungen sein? Ist es sowas wie die 4-Tage-Arbeitswoche? Ist es etwas wie viel mehr Investitionen, Aufwertung der Care-Arbeit, die Versorgungssicherheit ganz neu zu verstehen?
weil ja Sicherheit genau aus dem Moment auch gekommen ist unter Corona, wo ich wusste, es kümmert sich jemand um mich, wenn ich das nicht selbst tun kann. Also was sind für dich, wenn du überlegst, Kommunikation und Prozesse, vielleicht so 3, 4 Hebelpunkte, wo du sagst, da müsste jetzt richtig viel rein, damit wir in dieser Bewegung nach vorne kommen? Ich würde denken, dass wirklich ein fundamentaler Punkt ist, dass wir vermeiden, jede Wir gegen die Spaltung, Us versus Them zu vermeiden. Dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Dass wir von unserer Selbstansicht dahin kommen, dass wir uns als größere Gemeinschaft sehen. Und zwar nicht nur, dass wir zum Beispiel wirklich alle Menschen in Deutschland hier als irgendwann mal gleich tatsächlich ansehen und behandeln würden, sondern auch, dass wir uns als Teil des Lebensnetzes der Natur sehen würden, dass wir fundamental abhängig sind von den gesamten Ökosystemen, die uns umgeben, dass es keinen solchen Dualismus zwischen Mensch und Natur gibt, sondern wir einfach Teil der Natur ja auch sind als Säugetiere, ne? Und dass wir nur in diesem Zusammenhang auf diesem Planeten überhaupt weiter überleben können. Das heißt, wir müssten, glaube ich, insgesamt einen anderen Blick auf uns und alles, was uns umgibt, werfen und unsere eigene Position in diesem Kontext nochmal komplett überdenken und uns nicht mehr so als Spitze, sondern als Teil des Lebensnetzes sehen. Das heißt, eine sehr, sehr große Verschiebung der Selbstanschauung. Also ich denke, in der Praxis jetzt, wenn ihr jetzt diese Konferenz habt, was ja richtig cool ist, ich glaube, was ich den Leuten anraten würde, wenn sie irgendwie so denken, hey, jetzt habe ich was gesehen, was ich interessant finde, fahrt doch mal hin. Also geht dann da doch wirklich nochmal hin und schaut euch das selbst an, weil es nochmal wirklich dieses eigene Erleben, was total Wichtiges ist, dieses Erleben und Mitmachen. Und ich glaube, das wäre so das, was ich den Leuten ans Herz legen würde. Vielen Dank aus Den Haag zu uns rüber nach Lüneburg, aber natürlich auch an all die Orte des Erlebens, die wir als Teil dieser Konferenz haben. Ich glaube, was Carola du beschrieben hast, ist etwas, was die nächste Person, mit der wir reden, ja auch viel beforscht hat. Vielleicht möchtest du, Richard, ein paar Ausführungen machen zu Hartmut Rosas Forschung und vielleicht finden wir dann auch genau diese Brücken zwischen dem uns wieder als biologisch verfasst wahrnehmen, Carola, so habe ich dich jetzt interpretiert, und was das eigentlich für uns bedeutet in der Art, vielleicht auch einer Rhythmik, wie wir organisieren und wie wir miteinander umgehen. Aber vielleicht hast du noch ganz andere Dinge mitgenommen. Naja, also es ist natürlich hochinteressant. Was wir ja heute erleben, wir können das einerseits auf so eine abstrakte politische Ebene bringen und sagen, die Zukunft des Kapitalismus. Aber damit ist ja nicht nur das Wirtschaftssystem gemeint, damit ist ja auch eine Art kultureller DNA gemeint. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, was ist unser normaler Lebensrhythmus? Was ist uns in diesem Lebensrhythmus wichtig? Was sind Werte, an denen wir unbedingt festhalten wollen? Was sind Werte, die unseren Alltag und unser Leben strukturieren? Wodurch oder woraus erzielen wir Anerkennung? Das sind ja alles Dinge, die für Menschen wichtig sind. Und genau zu all diesen Fragen, die ich gerade genannt habe, hat Hartmut Rosa geforscht. Er ist der bedeutendste, kann man sagen, Vertreter seiner Generation der kritischen Theorie. Und Hartmut Rosa interessiert sich genau für diese Fragen, also im Grunde genommen eher für den Innenraum all diese Überlegungen. Also nicht so sehr das äußere Gehäuse des Kapitalismus, sondern sozusagen, was macht die psychisch-philosophische DNA eigentlich des Kapitalismus aus und wo liegen deren Schwachstellen? So habe ich das jedenfalls immer empfunden. Und er hat sich sehr intensiv mit Zeit beschäftigt. Also die spannende Frage, wie kann das eigentlich sein, dass wir umgeben sind von zeitsparenden Instrumenten, wie das Handy eines ist oder wie E-Mails sind und auf der anderen Seite kein Mensch mehr Zeit hat? Den ganz interessanten dialektischen Zusammenhang aufgetan. Ja, je mehr Zeit wir sparen, umso weniger haben wir. Wie kommt das eigentlich? Er hat sich mit dem Thema Resonanz beschäftigt. Also die Frage ist, was möchten wir eigentlich in dieser Welt erzielen? Worauf kommt es uns eigentlich an? Was sind sozusagen die wichtigen Innenräume für uns? Ja? Und woher beziehen wir das Echo, was diese Innenräume bestätigt? Und er beschäftigt sich jetzt mit der Eigentumsfrage. Und ich denke mal, wir können uns jetzt begrüßen. Hartmut Rosa. Wir duzen uns jetzt mal, obwohl wir uns bislang gesiezt haben, aber hier in der Utopie-Konferenz duzen sich alle. Und ich grüße dich ganz herzlich aus Lüneburg. Hallo, ja, freut mich sehr, dass ich da mitmachen darf. Das ist eine spannende Sache, die ihr da am Laufen habt.
Du hast dich mit all den Dingen beschäftigt, über die ich gerade geredet habe und wahrscheinlich noch mit ganz vielen anderen Dingen mehr. Ich würde gerne von dir wissen, wir machen eine Utopie-Konferenz und wenn ich dich jetzt mal in der Rolle des Utopisten anspreche, also nicht so sehr des Kritikers oder des Analysators, was wäre deine positive Vision von einer zukünftigen Gesellschaft? Ja, du hast es ja schon angedeutet. Im Moment haben wir gerade auch in Jena und Erfurt, wo ich tätig bin, ein neues, größeres Projekt am Laufen, wo es um Eigentumsverhältnisse geht und eben nicht nur um möglicherweise andere Eigentumsverhältnisse, sondern überhaupt auch Alternativen zum Eigentum, weil wir eigentlich denken oder davon ausgehen, und das interessiert mich im Moment auch sehr, dass Eigentum eine ganz spezifische Art des Weltverhältnisses stiftet. Also Dinge zu besitzen sozusagen stiftet eine bestimmte Art der Beziehung zu dem Ding, nämlich ich verfüge darüber, aber auch zwischen den Menschen. Also Eigentum institutionalisiert auch ein Sozialverhältnis. Wie stehen wir zueinander, nämlich als Käufer und Verkäufer oder als Besitzende und damit exkludiert. Also die anderen sind dann exkludiert, die dürfen nicht mein Ding einfach nehmen. Und es stiftet eine bestimmte Art des Selbstverhältnisses. Also ich bin der Besitzer des Ferraris oder des Eigenheims oder was weiß ich von was. Und ich träume ein bisschen von einer Welt, in der der Umgang mit den Dingen vielleicht eine ganz andere Form hat. Vielleicht eine Form, die ich noch gar nicht weiß, weil dann ein anderes Selbstverhältnis entsteht, ein anderes Sozialverhältnis, ein anderes Dingverhältnis. Ich glaube, es kommt dabei darauf an, also Eigentumsverhältnisse sozusagen haben, glaube ich, diese zwei Seiten. Jedenfalls hatten sie die und da liegt, glaube ich, einiges im Argen. Nicht nur, dass ich über ein Ding verfügen kann, sondern auch, dass ich dafür Sorge trage, ne, dass es mir am Herzen liegt, wie man so schön sagt, und ich es deshalb pflegen und bewahren will. Und meine Frage ist, können wir Care-Verhältnisse in diesem Sinne, also Sorgeverhältnisse und auch Verfügungsverhältnisse anders realisieren? Vielleicht geht es, und das würde, wie ihr auch schon in der Diskussion gesagt habt, weit über Kapitalismus oder Kommunismus hinausgehen und vielleicht viele der Probleme lösen, die wir als Gesellschaft gerade haben. Also man könnte mit dir quasi zurückreisen zu den Anfängen des bürgerlichen Eigentumsverständnisses. Denn Eigentum ist ja durch zwei Relationen charakterisiert. Also einmal ist das Eigentum das Verhältnis, was ich zu einer Sache habe, und zum anderen ist Eigentum ein Vertrag unter Menschen. Beides spielt ja eine große Rolle, ja, weil das Verhältnis zu einer Sache, die ich jetzt liebe und ganz toll finde, muss ja von anderen akzeptiert werden, als dass das tatsächlich die meine ist. Also die zweite Dimension ist beim Eigentum ehrlich gesagt ja sogar die wichtigere Seite. Und mit dem bürgerlichen Zeitalter, man kann ja sagen, quasi so mit dem ersten Aufkeimen des Kapitalismus wird die Eigentumsfrage unglaublich wichtig, nachdem sie vorher in der Philosophie eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und bezeichnenderweise sind ja die ersten großen bürgerlichen Entwürfe Vertragstheorien, die also nach der Grundlage, wie wird Eigentum geregelt, welches Recht habe ich auf meinen Körper, welche Freiheitsrechte habe ich, was gehört mir, warum und so weiter. Also am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft steht dieser Begriff des Eigentums. Und wenn ich dich richtig verstehe, forderst du dazu auf, diesen Begriff des Eigentums jetzt neu zu überdenken und zu fragen, die positive Seite des Eigentums, dass ich mich also für etwas verantwortlich fühle, dass ich eine enge Beziehung dazu habe. Wie kann ich das so neu gestalten, dass ich die individuelle Grenze dabei überschreite, sondern eine Art kollektives Verantwortungsgefühl für die Natur oder für die Umwelt entwickle? Fühlst du dich damit richtig beschrieben? Ja, also es ist auf jeden Fall die Richtung, in der ich denke und ich glaube, in der wir auch gemeinsam jetzt in Jena und Erfurt denken wollen. Wobei, wie gesagt, man Dinge vielleicht auch anders als eigentumsförmig sogar denken kann. Wobei, also du hast schon recht mit den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft. Ich würde das auch nicht zu schnell aufgeben, weil mit Hegel und anderen man sagen kann, dass wir Dinge besitzen dürfen, also dass es gewisse Dinge gibt, die man mir nicht wegnehmen darf, weil sie meine sind, sei es mein Buch zum Beispiel, ja, oder eben meine Wohnung. Ne? Das ist schon auch wichtig für das, was wir als Autonomie begreifen, ja, dass ich als Individuum mich entfalten kann. Deshalb würde ich nicht einfach sagen, weg mit allem, was eigentumsförmig daherkommt, aber es ist schon ganz interessant. Es gibt zum Beispiel diese Debatten, wir hatten ja vorhin im Gespräch mit Carola Rackete, die hatte ja auch schon postkoloniale oder koloniale Erfahrungen. Wenn man zum Beispiel sich indigene oder das, was man indigene Gruppen oder Völker noch nennt, wenn die irgendwie sagen, ihr dürft nicht einfach den Wald zerstören,
da verstehen die sich ja nicht als Besitzer des Waldes. Ne, das ist ein ganz anderes Verhältnis zu dem Wald oder zu den Tieren oder zu den Rohstoffen. Das ist dort nicht, du hast es angedeutet, besitzförmig organisiert. Also die Frage, wie man diese Dinge anders organisieren kann, ist genau die, entlang der wir denken müssen. Weil ich glaube, Vertragstheorien sind schon auch glaube ich, ein guter Ausgangspunkt. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben unser Leben und damit auch unser Selbstverständnis, unser Sozialverhältnis, unser Selbstverhältnis, unser Dingverhältnis so organisiert, dass es auf die Ausdehnung von Verfügung und Verfügbarkeit hin angelegt ist. Ja, ich will Dinge unter Kontrolle bringen. Und das hat ökologische Probleme zur Konsequenz, das hat soziale Probleme zur Konsequenz. Wir schließen andere aus. Und ich glaube, es führt noch nicht mal zu einem gelingenden Selbstverhältnis. Ich würde ganz gerne eine Sache mal aufnehmen, weil ich finde das so spannend, weil es ja sehr stark mit dem Freiheitsbegriff auch immer konnotiert wird. Und wenn wir überlegen, in welchem Kontext im Grunde genommen dieses liberale Verständnis von Privateigentum entwickelt wurde, war es ja ein Stück weit ein Aufbrechen der größeren Besitzstände von Adel und Kirche. Also es ging ja eher darum, vielen genau diese kleine Scholle, die du beschrieben hast, erstmal zu ermöglichen, wo ich nicht den von anderen festgesetzten Tribut entrichten muss, um vielleicht über einen Fuß überhaupt draufsetzen zu dürfen. Und aus dieser Bewegung heraus, die ja auch viel überhaupt dem kontraktualistischen, also dem vertragsbasierten Verständnis von Märkten, die sich regeln können, zugrunde liegt, also viele Anbieter, viele Nachfrager mit ähnlichen Informationen, mit ähnlichen Kräfteverhältnissen, ist ja etwas entstanden, wo wir entweder sagen können, wir haben nicht aufgepasst oder es war eben auch ein politisches Projekt, wo wir strukturell betrachtet eigentlich wieder da sind, dass Eigentumsstrukturen sich so stark konzentriert haben, weil diejenigen, die es sich leisten konnten, von anderen zu übernehmen, inklusive dem Übertragen von sehr viel Vermögen, was in öffentlicher Hand gewesen ist, sei es in Form von Land oder eben Immobilienbeständen, wieder in private Hände gelaufen sind, dass man eigentlich sagen könnte, jetzt sind wir wieder beim Feudalismus angekommen. Ja. Und wir nennen das immer noch funktionierende Eigentumsverhältnisse oder eben ähnlich gehaltene Privateigentumsverhältnisse, die im Grunde genommen auch diese Bargaining Power, also dieses, dass ich überhaupt in einem einigermaßen freien Verhältnis einen Vertrag aushandeln könnte, ankommen. Wie würdest du das einfassen? Ich glaube, es ist genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Also eigentlich will ich in 2 Stufen denken. Die eine Frage, die wir behandeln wollen, die ich behandeln will, ist, gibt es eigentlich die Möglichkeit, sich selbst, die anderen Menschen und die Dingverhältnisse anders als eigentumsförmig zu denken? Das ist sozusagen die Makrofrage. Ja, da sind wir wirklich bei der Zeit vor, zum Beispiel im bürgerlichen Zeitalter. Aber in der bürgerlichen Kategorien ist es genau, wie du gesagt hast. Weil ich glaube, das ist sogar an beiden Seiten eigentlich so. Also man kann sich das sehr deutlich machen. Es gibt so ein Ideal, was viele Menschen auch heute noch überzeugt und motiviert. Das ist das Liberale, du hast es gerade beschrieben, dass ich vielleicht eine kleine Wohnung habe oder so. Davon träumen die jedenfalls, die dann wirklich meine ist. Und da sieht man diese beiden, also my home is my castle, ja, ist da irgendwie so die Idee. Und man sieht wirklich diese beiden Aspekte. Erstens, ich kann drüber verfügen. Ja, ich muss da nicht 1000 Leute fragen, ob ich da jetzt die Wand gelb machen darf, weil es ist meine Wand. Aber gleichzeitig trage ich dann Sorge dafür. Ja, ich will nicht, dass die zerstört wird, dass die dicht bleibt und so weiter. Und man sieht jetzt, wenn man zum Beispiel die Diskussion gerade über Wohnraum in Berlin sich anguckt, eigentlich ist das ja an beiden Seiten in Frage gestellt, weil wenn ich einfach zum Beispiel im Immobilienfonds einen Anteil kaufe, dann bin ich irgendwie Besitzer oder Eigentümer an diesem Wohnraum, aber ich verfüge eigentlich nicht drüber. Ich weiß nicht mal, welche Wohnungen das sind, die da in dem Portfolio sind. Und deshalb trage ich auch gar keine Sorge dafür, sondern die einzige Logik ist, dass irgendwie dieses Kapital vermehrt werden muss. Ja? Und damit ist sogar die eigentlich motivierende Kraft liberaler Eigentumsverhältnisse eigentlich pervertiert. Und da kommt man dann um die Einführung des K-Worts, nämlich die kapitalistische Akkumulationslogik, nicht mehr herum. Ich finde das ganz spannend, also gerade beim Wohnraum, ich habe mir mal Umfragen auch angeschaut. Also was du beschreibst, ist ja dieses Absentee Ownership. Also ich habe eigentlich überhaupt gar nichts mit dem zu tun, worein ich ein bisschen Finanzkapital gesteckt habe, aber dann ein Anrecht habe, dass dieses Etwas, was mir nicht mal bekannt ist, mir einen Mehrwert generiert, der oder die ich ganz woanders sitze. Und die Umfragen zeigen das sehr deutlich von MieterInnen, die beschreiben, wenn sie Probleme haben, wenn sie eine Ausbesserung brauchen, die Responsrate zwischen denen, die tatsächlich noch ein gewisses Verhältnis dazu haben, zu dem, was sie besitzen und vielleicht auch diese Instandhaltungslogik mehr verfolgen, eine Beziehung zu den Vermieter oder Mieterinnen haben,
sehr viel schneller, sehr viel engagierter als, also je größer der Konzern und je weiter weg die eigentliche Eigentumsfrage angeordnet ist, umso schwieriger ist es überhaupt noch zu denen vorzudringen. Also diese Beziehungshaftigkeit in der Größenordnung, die finde ich eine total spannend. Aber Richard, du bist schon jetzt, glaube ich, dabei gewesen, irgendeinen anderen Punkt stark zu machen. Ja, also was mich noch mal wirklich interessiert, sind so ein bisschen, wenn wir eine Kontrastfolie bauen wollen zur bürgerlichen Eigentumsgesellschaft, die wir ja nicht aufheben wollen. Du hast ja auch gerade die Vorteile benannt, aber zum Beispiel in ihrem ausbeuterischen Verhältnis zur Natur verändern wollen. Ich meine, der zentrale Schlüsseltext für die Eigentumsfrage des bürgerlichen Kapitalismus ist Robinson Crusoe. Ja, der entsteht Anfang des 18. Jahrhunderts, geschrieben von einem liberalen Journalisten, Daniel Foe. Und als er den Robinson schreibt, lässt er diesen Robinson auf dieser Insel, die Insel Stück für Stück in Besitz nehmen. Und das spielt eine riesige Rolle. Es geht in dem ganzen Robinson Crusoe pausenlos darum, wie Robinson Stück für Stück diese Insel, diese fremde Natur zu seinem privaten Eigentum erklärt und in Besitz nimmt. Und das war deswegen natürlich hochinteressant, weil es damals Zeitalter der Vertragstheorien, Zeitalter des Liberalismus und so weiter sagt, wenn ich mir etwas nehme und wenn ich das vernünftig bewirtschafte, dann gehört es mir. Und meine Frage an dich wäre, im Kontrast zu dieser liberalen bürgerlichen Folie, wie müsste ein Robinson Crusoe sein, der im Jahre 2021 geschrieben wird? Was würde Robinson mit der Insel machen und was würde er mit der Insel nicht machen? Was für ein Eigentumsverhältnis hätte der auf einer Insel, wo ihm sein Besitz ohnehin nicht strittig gemacht wird? Ja, du hast ja eingangs völlig zu Recht gesagt, dass natürlich Besitz- und Eigentumsverhältnisse, wie wir sie heute denken, immer auch als Sozialverhältnisse gedacht werden. Ja, und jetzt in deiner Frage sozusagen schneiden wir die Seite jedenfalls erstmal versuchsweise ab, was ganz interessant ist als Gedankenexperiment. Ich würde unbedingt darauf hinaus wollen, auf einen Unterschied, den ich in dem Resonanzbuch schon versucht habe einzuführen, nämlich, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen Aneignen und Anverwandeln. Also Aneignen heißt einfach sozusagen zu sagen, das ist jetzt meins. Ja, zum Beispiel, das habe ich gekauft, jetzt ist es meins, dann habe ich mir das angeeignet. Und ich denke sozusagen, ich würde fast sagen, unsere Welt- und Lebensorientierung geht darauf hinaus, immer mehr Dinge anzueignen. Ja, sie sind jetzt meins, ich habe sie unter Kontrolle oder ich habe sie verfügbar. Und ich versuche ja, zum Beispiel auch im Blick auf Bildungsprozesse und so, aber man kann es auch im Blick auf Eigentumsprozesse sich deutlich machen. Also man kann diesen Unterschied sich deutlich machen, zum Beispiel ich kaufe ein Buch, dann habe ich es mir angeeignet, steht jetzt bei mir im Regal. Anverwandelt habe ich es, wenn ich das wirklich gelesen habe, wenn es mir was sagt, ja, wenn daraus etwas hervorgeht, wenn ich mich übrigens auch durch das Lesen dieses Buches verwandle. Und das nenne ich eine Resonanzbeziehung. Und deshalb ist meine Hoffnung sozusagen, dass der Robinson Crusoe des 21. Jahrhunderts eben die Insel nicht nur einfach aneignet, um Kapital draus zu schlagen zum Beispiel, sondern anverwandelt. Das heißt, zu ihr in eine lebendige Beziehung tritt. Und diese lebendige Beziehung, die ich als Resonanzbeziehung beschreibe, die enthält automatisch einen Sorgemoment. Also Sorge klingt immer ein bisschen komisch. Ich meine das, was man Care-Ethik nennen könnte. Also die Idee dann, dass ich dann dafür auch, weil mir das wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dieses Ding da, was ich da in Besitz nehme, spricht zu mir, bedeutet mir etwas, macht etwas mit mir, dann trage ich Sorge automatisch, das auch zu erhalten. Ja, diese Stimme da draußen, sei es die der Natur, sei es die der vielleicht auch der Artefakte, der Steine oder der anderen Wesen, die da leben, sozusagen die zu bewahren, die zu erhalten. Ich nehme sie auch als eigenständige Wertquelle wahr. Ja, also mit dem Gefühl, da ist etwas, was in sich wertvoll ist und erhaltenswert ist. Und das ist was anderes als ein reines Aneignungsverhältnis. Mhm. Jetzt sind wir ja bei der total spannenden Frage des Menschenbilds eigentlich. Ne? Also Varianten des Liberalismus heute würden ja sagen, dessen sind wir ja gar nicht fähig. Also diese Qualitäten, das können wir sozialwissenschaftlich ja auch durchaus nachweisen, dass das so nicht stimmt. Nur wie kriegen wir denn diesen positiven Liberalismus eigentlich wieder gesetzt? Weil momentan wird er ja stark mit so einem negativen Freiheitsbegriff in Stellung gebracht, im Grunde genommen, und ein sehr rechtsbasierter Freiheitsbegriff erhalten, wonach natürlich die Scholle, egal wie groß sie geworden ist, nie wieder kleiner werden darf, egal ob wir jetzt vielleicht statt 5 Milliarden bald 9 Milliarden Menschen sind. Sonst ist das Enteignung. Das ist ja der andere spannende Begriff. Und deshalb finde ich diese Debatte so wichtig aufzunehmen, wenn ich gesellschaftlich denke und dieses soziale Verhältnis tatsächlich auch mitzudenken in der Qualität der Beziehung, aber natürlich auch, wie können wir überhaupt sicherstellen, dass jede Person eine Scholle haben kann,
wenn nun mal gerade die Oberfläche des Planeten tatsächlich nicht wachsen wird, aber die Menschheit in der Anzahl natürlich zunimmt. Und da sind natürlich genau diese spannenden Fragen, wo wir viel Thema Kolonialisierung, Entkolonialisierung, auch die Debatten haben in Brasilien ja gerade sehr virulent. GroßgrundbesitzerInnen, braucht es da nicht eine gewisse Form von Rückführung vielleicht von einzelnen Parzellen, damit überhaupt ein Recht auf eine bestimmte Größenordnung von Land bei Kleinbauern landen kann. Und jetzt natürlich Bolsonaros Versuche, das sehr schnell Gewohnheitsrecht jetzt zu legitimieren, indem es festgeschrieben wird. Also diese Grenzziehung, die wir mit so einem sehr rechtsbasierten Freiheitsbegriff geschaffen haben, wie kriegen wir die denn aus dieser Ausschlussdebatte, das ist ja eine Lose-Lose-Debatte, die wir da eigentlich führen. Wie können wir da raus? Ja, natürlich ist das die Gretchenfrage, die schwierige Frage, weil die Idee, ich glaube, wir sind uns ja in der ganzen Utopie-Konferenz vermutlich und in allen Camps einig, dass einiges nicht stimmt. Und die große Frage ist immer, ja, aber wie machen wir es denn anders? Und irgendwie wehre ich mich immer dagegen zu sagen, wir können einfach eine Blaupause entwerfen und dann sagen, jetzt machen wir diese 7 Schritte, weil das ist selber wieder so eine Haltung des Verfügbarmachens. Aber grundsätzlich... Aber so ein paar Wege musst du mitgeben jetzt oder Richtung, Suchrichtung. Ja, genau. Und da würde ich eben denken, dass es, wo wir jetzt schon am Eingangs drüber geredet haben, dass es sozusagen 2 Stufen gibt. Zum einen glaube ich schon, damit Anverwandlung in dem beschriebenen Sinne wieder möglich werden kann. Also dass Menschen wirklich eine Beziehung zur Erde, zueinander, zu den Dingen einnehmen, die nicht nur eine Akkumulationsbeziehung, also eine Beziehung ist, aus der ich dann irgendeinen vielleicht ökonomischen Nutzen ziehe. Also um Anverwandlung wieder möglich zu machen, kann Enteignung unter Umständen ein Weg sein. Ja? Also um sozusagen diese super großen, also gerade bei Landbesitz, also da gibt es halt sozusagen eine Grenze, bei der so eine Sorgebeziehung oder eine Anverwandlungsbeziehung überhaupt möglich ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in gewissem Maße Enteignung, nämlich das Ding wieder für viele zugänglich zu machen, ein Weg sein kann. Aber grundsätzlich würde ich gerne darüber noch hinausgehen, dass die Frage dann nämlich nicht ist, verfüge ich drüber oder verfügen die drüber, ja, sondern überhaupt nicht so ein Verfügungsverhältnis. Deshalb habe ich eingangs gesagt, die Frage ist, ob wir überhaupt Dinge und soziale und sogar Selbstverhältnisse anders als eigentumsförmig denken können. Und weil du Weltbild gesagt hast, in allem meinem Denken und Schreiben der letzten Jahre versuche ich immer zu sagen, wir müssen über das Bild hinaus, weil der entscheidende Punkt ist doch, dass wir uns immer ganz schnell auf Gedanken oder sogar auf Werte einigen können. Ja, Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Wert oder so. Und dann sagen wir haben auch dieses Weltbild. Aber das ist nur kognitiv. Die Frage ist, wie wir es leben, wie wir es erfahren. Und ich finde wirklich wichtig zu sagen, weil viele auch meiner Kollegen und Kolleginnen natürlich sagen immer, der Kapitalismus ist schuld. Und David hat es vorhin gesagt, mir geht es auch um die Innenräume. Der Kapitalismus ist auch in uns. Und ja, die Frage ist, wie wir anders erfahren und leben können. Und ich glaube, eigentlich versuche ich immer bei der Frage, wohin geht's, zitiere ich neuerdings immer Leonard Cohen mit dem schönen Anthem, wo er sagt, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Und ich glaube, dass in solchen Beziehungen immer beides lebendig ist. Ja, wir wissen, was es heißt, für eine Sache Sorge zu tragen, sie sich anzuverwandeln. Und wir wissen auch, was es heißt, sie zu nutzen oder sie nur auszubeuten sozusagen. Und wir sind immer versucht, oder wir stehen eigentlich immer dazwischen. Ja, egal, was wir tun, es gibt immer beide Perspektiven. Und ich glaube, wir sollten diesen Sinn, der durchaus ja da ist und lebendig ist, für eine andere Weise des Dingbezugs, des Selbstbezugs und des Sozialbezugs, den überall stärken, wo wir können. Aber weißt du, was ja spannend ist? Im Moment beschreibst du ja eine Form, wo Enteignung gar nicht der richtige Begriff wäre, sondern es ist ja, eignen wir uns diese Landflächen, diese Parzelle im Grunde genommen so zu kultivieren und so mit ihr umzugehen, dass sie tatsächlich nachhaltig und zukunftsfähig bewirtschaftet wird oder eben sein darf oder was auch immer dann die geeignete, ist ja spannend, was man mit dem Begriff eigentlich alles machen kann, jenseits von ich mache eine Grenze drum und sage keiner drauf hier. Also wenn wir mit dem Eigen und Eignen und es ist ja etwas eigen, das heißt, ich brauche einen bestimmten Respekt vor einer bestimmten geografischen Gegend, beispielsweise einem kulturellen Raum. Und erst wenn ich dieses ihr eigene wahrgenommen habe, kann ich mich eignen, um dann eben dann muss man das Tum eigentlich nur killen, ne? Und nicht das Eigen. Aber Richard, du hast noch eine ganz andere Idee. Ich habe noch eine andere Frage. Du sprichst so viel von wir.
Und auf der individualpsychologischen Ebene bin ich ja bei dir. Und da sind ja auch viele Menschen bei dir. Und du ja sicher auch, dass du sagst, klar, der Natur anverwandeln. Ne? Warum geht man in die Natur? Warum wandert man durch die Berge? Ja, nicht um die Berge in Besitz zu nehmen. Das machen ja nur Idioten, die ihr Fähnchen da irgendwie auf den Gipfel stellen. Sondern man will das ja, weil man die Berge erfahren will und sich in anverwandelt. Nur, die Ölfelder werden ja nicht von Menschen, die die Natur suchen, ausgebeutet, sondern sie werden von Firmen ausgebeutet, die gar keinen anderen Zweck haben, als die Natur auszubeuten, als sie sich zu Eigentum machen. Die völlig das Gegenteil von dem sind, was Anverwandeln bedeuten würde, was ja auch die Möglichkeit des Verschonens beinhaltet und nicht nur die Möglichkeit des Gestaltens. Ja. Müsste man dann nicht so weit gehen und müsste sagen, dass all diese Firmen, die sich Besitz oder Eigentum an der Natur verschaffen, das eigentlich nicht dürfen? Und dann stellt sich die Frage, wo ist die Grenze? Du hast ja selber gesagt, Menschen dürfen schon Eigentum haben, dürfen schon besitzen, das ist eine wichtige Errungenschaft. Aber wo ist quasi der Kipppunkt, wo man sagen muss, das geht nicht, das darf grundsätzlich keiner. Also dürfen Firmen Lithiumfelder besitzen, dürfen sie Ölfelder besitzen, dürfen Staaten über Ozeane verfügen. Also das sind ja eigentlich die zentraleren Fragen. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die zentraler sind. Also nochmal, also ich glaube, die sind natürlich zentral übrigens in diesem, also wir haben diesen Sonderforschungsbereich Strukturwandel des Eigentums, da spielen genau diese Fragen eine Rolle. Also auch, wie ist es derzeit eigentlich? Ja, wer verfügt über globale Ressourcen wie Ölfelder oder Meeresgründe oder gar den Mond oder den Wind? Und wie könnte es anders sein? Was für Alternativen gibt es da eigentlich? Aber also ich glaube, solange wir nur in diesen Kategorien denken, dürfen jetzt die drüber verfügen oder wir, ja, also ich meine, das ist ja eine spannende Frage, wem gehört eigentlich der Regenwald, ja, den indigenen Völker oder dem Land Brasilien oder der ganzen Menschheit oder gehören sie keinem? Ich glaube, wir finden dafür nur überzeugende Antworten, wenn wir von dieser Gehörensfrage abkommen. Also ich fand die Frage von Meyer, die Überlegung finde ich ganz interessant, nämlich ich glaube, aneignen, wenn wir erstmal von aneignen reden, also die Firma oder der Staat oder wer auch immer, da ist es ja wirklich die Frage, also dann ist es meins. Ich habe es mir angeeignet, das bedeutet, es ist meins. Aber eigentlich, was ich meine, und ich glaube, so hast du es gerade auch gemeint, ist, dass ich das Eigenrecht dieser Sache wieder wahrnehme. Ja? Also aneignen hat sozusagen eine Sachgrenze. Vielleicht kann man diese Idee auch auf dem Meeresgrund und sogar auf die Ölfelder, die ja in einem Kontext liegen, in einem sozialen Kontext und in einem sachlichen Kontext, also vielleicht in der Wüste oder wo auch immer, dass ich das Eigenrecht dieser Landschaft und dieser Menschen wieder wahrzunehmen in der Lage bin oder diese eigene, wenn man so will, die eigene Stimme auf der Seite zu hören. Und natürlich brauche ich dafür auch rechtliche Regelungen. Also das glaube ich. Ich glaube, es muss rechtliche Grenzen geben, die natürlich politisch gesetzt werden. Und ich meine, an der Seite, irgendwann kommt man auf die politische Frage. Das hast du ja auch gerade gemacht. Und da glaube ich schon, zum Beispiel die EU wäre meiner Ansicht nach der geeignete Player, weil er global Gewicht hat, ja, der da Regelungen auch einführen könnte, die zu einer Änderung führen. Ich glaube nicht, dass das auf nationalstaatlicher Ebene geht. Natürlich ist die gegenwärtige EU eher ein neoliberales Projekt, was genau auf Eigentumsrechte im Sinne einer schrankenlosen Aneignung zielt. Aber an der Stelle kann man Dinge ändern, aber ich glaube, wir brauchen einfach einen Kompass dafür, wie wir sie ändern wollen. Und da scheint mir das Wichtige, dass die Frage nicht ist, eignen wir es uns an oder eignen die es uns an? Sind es die Firmen, sind es die Staaten, ist es irgendein Gremium, sind es 1000 Privatpersonen, sondern das Aneignungsverhältnis als solches muss neu gedacht werden und in Richtung auf ein Anverwandlungsverhältnis verändert werden. Wie man genau das macht, ich glaube, da sind wir alle ein bisschen ratlos, deshalb brauchen wir solche Konferenzen. Ja, man kann ja auch eine pragmatische Zwischenlösung aus beidem machen. Also wenn jetzt, ich greife mal eine Frage aus dem Publikum auf, die sich die Frage stellt, können nicht Commons, ja, im Grunde genommen Ölfelder oder den Regenwald oder die Meeresgründe verwalten. Also mit Non-Profit-Aspekt, also etwas, was vielen, vielen gehört. Könnte man das nicht verbinden? Also wenn jetzt eine riesen Commons-Gemeinschaft, stellen wir uns mal vor, finanziert unter anderem von Bill Gates und Jeff Bezos, die da keine ausbeuterischen Interessen haben, sich große Teile des Regenwaldes in Brasilien pachten würden, nicht zu dem Zweck, die Bäume abzuholzen oder den Regenwald zu gebrauchen, sondern einfach ihn zu verschonen. Dann hätten wir jetzt ein Mischungsverhältnis. Wir hätten die Eigentümerverhältnisse gewechselt auf der einen Seite, also im Sinne richtig des klassischen Besitzes, und auf der anderen Seite hätten wir jetzt Anverwandlungsmöglichkeiten geschaffen. Müssen wir nicht vielleicht in genau diesen Kompromissen denken, damit wir weiterkommen?
Naja, ich weiß nicht, ob das sozusagen die richtigen Kompromisse sind, weil eigentlich kann man sich auf zwei Weisen denken. Übrigens, zum Teil wird es ja auch gemacht. Also es gibt einige, hier zum Beispiel dieser North Face-Besitzer, der hat da in Patagonien große Landstriche gekauft, genau zu diesem Zweck. Aber da ist es natürlich immer noch so, dass dann halt Bezos oder Gates oder sonst jemand darüber verfügt. Und der verfügt dann halt, dass da nichts gemacht wird. Das ist besser, als er verfügt. Das wird einfach ausgebeutet. Aber mir scheint das immer noch nicht die ideale Form der Weltbeziehung zu sein. Und Commons, ich glaube schon, dass an dieser Richtung was dran ist. Aber natürlich ist es ich finde, es ist ein sehr vielfältiger, total schillernde Idee, bei der man nie so genau weiß, wo man dran ist, weil die immer, und vor allem auf der Sozialseite hängt es immer an starken Demokratievorstellungen. Das muss dann eben demokratisch ausgehandelt werden. Und ich finde, unter gegenwärtigen Bedingungen ist es ganz, ganz schwer. Wer sind denn die das dann aushandeln und in welchem Modus? Und das Erstaunliche ist, dass da immer die ganz stark auf demokratische Möglichkeiten pochen, die mit den demokratischen Entscheidungen, die derzeit gefällt werden, ganz so gar nicht einverstanden sind. Ja, die sagen, was sich da durchsetzt, sind populistische oder sogar rassistische oder egoistische oder sonst welche Strömungen und Stimmungen. Und deshalb finde ich, also vielleicht geht es in diese Richtung, aber wir müssen, das Beste, was mir einfällt, ist zu sagen, wir dürfen nicht auch diese Innendimension außer Acht lassen. Welche Art von Beziehung wollen wir etablieren, können wir etablieren zu Dingen und zu sozialen und in anderen Hinsichten. Und natürlich stellt sich immer die Frage, wer sind wir? Ja, reden da nur weiße alte Männer oder privilegierte EuropäerInnen miteinander? Und da glaube ich eben, dass es nicht so ist. Weil zum Beispiel diese Differenz zwischen Aneignen und Anverwandeln, die können Menschen aus allen kulturellen Kontexten nachvollziehen. Die verstehen das oft besser als wir, die wir in diesen besitzindividualistischen Verhältnissen groß geworden sind. Ich würde, glaube ich, den Begriff der Commons nochmal aufgreifen, weil ich denke auch, wir haben bestimmte Fragestellungen eigentlich, auch bestimmte Güterformen, für die ja auch entwickelt wurde, eigentlich die Begrifflichkeit. Also die Global Commons ist ja ganz klassisch das, Richard, was du auch beschrieben hast. Im Grunde genommen die Werte, die uns von dem Planeten zur Verfügung gestellt wurden, ein stabiles Klima, eine Biodiversität, Wasserzyklen, die funktionieren, oder eben die offenen Ozeane momentan, die sich noch jenseits der nationalstaatlichen Grenzen befinden. Da war ja diese ganze Idee, wie können wir diese Allmende sozusagen so organisieren, dass nicht Einzelne sie überausbeuten zu ihrem Nutzen und dann im Grunde genommen alle anderen den Schaden mittragen. Das ist ja die ganze Suche mit dem Klimaregime, die ganze Suche, und das machen wir mit der Biodiversität. Also die Global Commons sind ja ganz klar auch beschrieben in ihrer Qualität, dass sie sich der typischen Form von Eigentumsverhältnissen entziehen. Außer wir kleben jetzt einen Preis aus CO2. Das ist ja genau der Versuch, eine Governance-Struktur zu finden, die diesem individualistischen Zugang mit all den Problemen, die Bepreisung dann mit sich bringt, zu etablieren. Und das ist ja ein Suchprozess, wo wir dann sehr stark treuhänderische Strukturen eigentlich diskutieren. Also es wäre dann nicht Bezos und Bill Gates per se, sondern die dürfen dann gerne ihr Geld zur Verfügung stellen. Ja, gut, oder andere nationalstaatliche So war das ja, wie ich das gedacht habe. Also nicht als ihren Privatbesitz, so wie der belgische König sich den Kongo unter den Nagel gerissen hat, sondern einfach, dass man entweder große Stiftungen gründet oder dass man irgendwelche gemeinwohlorientierten Ziele und so weiter macht. Die Frage war ja einfach nur, wo kommt das Geld her? Weil ohne Geld wird sich Bolsonaro nicht überzeugen lassen. Ja. Und deswegen war es sozusagen der Versuch, irgendeine Brücke zu bauen. Also meine Vorstellung ist immer, dass ich denke, wir springen nicht von unseren alten Eigentumsverhältnissen in neue Anverwandlungsverhältnisse rüber, sondern wir brauchen irgendeine Strecke dazwischen, indem wir also sozusagen das eine, was du jetzt neu denkst, ja, was eigentlich uraltes menschliches Gedankengut ist, aber was sozusagen mit Kapitalismus wieder neu entdeckt werden muss, wie wir das verbinden können mit Mitteln und Wegen des Alten, die den meisten Menschen noch einleuchten, weil ich sonst eben nicht sehe, wie es überhaupt passiert. Ja. Also ist ja völlig klar, je steiler eine Utopie gedacht ist, umso geringer ist im Regelfall ihre schnelle und demokratische Realisierungsmöglichkeit. Und das war jetzt sozusagen eigentlich so die Suche nach der Kompromissformel, was kann man denn jetzt eigentlich als nächstes tun? Ja. Genau. Und ich meine, bei den Commons, sonst Commoning, wirklich diese Praxis, und wie Elinor Ostrom das ja auch erforscht hat, wo das funktioniert, waren ja eher kleinskalige. Das ist dann vielleicht genau das, wo wir die Verbindung wieder zu Carola Raketes Punkt haben. Das waren so 100, 150. Interessanterweise finde ich das auch bei Hayek und anderen ökonomischen Denkern, die
das ist so der Teil, der vergessen wird. Wenn die Größenordnung nicht überschritten wird, dann können all diese anderen Werte von Reziprozität, von Reputation, von wenn du heute nicht freundlicher agierst, wirst du morgen die Konsequenzen sein. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich ein bestimmtes Bezugssystem habe, innerhalb derer ich mich 2- oder 3-mal sehe. Und das waren ja genau auch die Ideen, wie kann man das auf kleineren Skalen durchaus dann hinbekommen. Das sind aber auch in den Prinzipien von Ostrom, das ist nicht nur piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern das ist auch schon eine klare Regeldurchsetzung, nur kann sie mit anderen Formen, nämlich mit sozialen Rückkopplungsmechanismen auch selbststeuernd durchgesetzt werden. Und ich glaube, dass für diese Zwischenräume, wo wir nationalstaatlich werden, überregional werden, da ist genau der Suchprozess, wie könnte so etwas funktionieren, aber irgendwann mal ganz groß gesponnen mit, also im Grunde genommen Blockchain-Technologien oder anderes, wie kannst du, aber du musst eigentlich ja das Vertrauensverhältnis ersetzen. Das ist ja auch bei den Kryptowährungen genau das, was sie dann sagen. Du musst nicht mehr die Institutionen, die vermitteln, sondern du gibst es an eine Maschine ab, die die Rückkopplungsschleifen automatisiert, die du, wenn eine Größenordnung zu groß ist, zu anonym, zu dezentral, die Gruppe, die eigentlich gemeinsam etwas entwickelt, das nicht mehr halten kann. Aber damit geht natürlich genau die Währung Vertrauen eigentlich auch verlustig. Das heißt, wir versuchen, künstlich, maschinell etwas zu ersetzen, von dem wir sagen, dass wir es sozial nicht mehr hinbekommen? Oder sind es einfach Größenordnungen, von denen wir fragen sollten, warum machen wir denn lauter Lösungen, die eigentlich zu groß sind, um das herauszukitzeln, von dem wir sagen, darum geht es eigentlich. Ein Erhalt von etwas und eine gleiche Beteiligung von etwas. Also ich schmeiße euch jetzt mal so ein paar Brocken hin, wie wir es auch mit dem... Ich gebe dir gerne weiter. Ich meine, Hartmut, du hattest ja zuletzt selber ein bisschen Wasser in den Wein gekippt. Ja, als du auf der einen Seite daran appelliert hast, dass es tatsächlich um die individuellen Innenräume geht, aber auf die Frage, wie die Übertragbarkeit veränderter Bewusstseinsprozesse auf Eigentumsfragen im globalen Maßstab sein soll, zunächst mal damit geantwortet hast, indem du all die Wege skizziert hast, die nicht gehen. Und jetzt würde ich natürlich gerne von dir ein bisschen mehr von den Wegen hören, in welche Richtung du denkst. Ja, ihr habt einen großen Forschungsbereich. Und ich meine, dein Denken gut genug zu kennen, dass du dich natürlich nicht zufrieden geben wirst, indem du nachher 10 Möglichkeiten ausgeschlossen hast, sondern auch ein paar gute gefunden hast. Was halt leider echt schwer ist. Also ich finde, es ist halt so viel leichter. Das macht ja auch die Soziologie und die kritische Theorie und im Prinzip auch die Philosophie seit Jahrhunderten, das Bestehende zu kritisieren. Und immer vor allen Dingen, wenn wir mit konkreten institutionellen Lösungen um die Ecke kommen, ich habe das ja auch mehrfach versucht, bin ich irgendwie unzufrieden. Ich habe es auch auch in dem, was ich aktuell arbeite, versuche ich das immer wieder zu sagen, okay, also wie soll es denn jetzt sein? Und ich denke nicht, wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass man nicht einfach sagen kann, wir machen jetzt 6 neue Gesetze oder so oder 12 oder selbst neue Institutionen, dann ist das Problem gelöst. Worauf ich immer wieder hin will, ist die Motivationsstrukturen verstehen. Ja, und sozusagen, weil dann stellt man nämlich zum Beispiel fest, dass es nicht nur das Verfügungsbedürfnis ist oder das Begehren, Dinge und sich unter den Nagel zu reißen, sondern dass wir ja eigentlich angstgetrieben sind. Also dass die allermeisten Akteure, selbst die Milliardäre, erstaunlicherweise noch von der doppelten Angst getrieben sind. Erstens, dass ihnen die Welt und das Leben doch unverfügbar werden, weil ihnen die Sachen über den Kopf laufen oder weil die Reichtümer ganz schnell verschwinden und sie dann die Sachen doch nicht verfügen können. Und dass das Angeeignete irgendwie sein Versprechen nicht einlöst. Das ist ja immer irgendwie meine Grundidee. Und ich glaube schon, dass mal über Eigentumsverhältnisse nachzudenken, dass das da nochmal interessant sein kann, weil was Eigentum macht, ich glaube, Macpherson hat das mit seinem possessiven Individualismus ganz gut beschrieben, eigentlich trennt es uns erstmal voneinander ab. Ne? Und da will ich raus. Ja, solange wir die Diskussion immer nur konfrontativ um die Frage führen, dürfen jetzt zum Beispiel, es geht um irgendwas, kann auch um intellektuelles Eigentum gehen. Ja? Wem gehört es jetzt? Gehört es dem Individuum? Gehört es der Firma? Gehört es dem Nationalstaat? Gehört es einer indigenen Gruppe? Gehört es der gesamten Menschheit? Da hast du immer diese konfrontative Frage, es gehört mir oder dir. Und da ist automatisch eine Art von atomistische Separierung drin. Ich oder du. Ne? Und deshalb hänge ich so an dem Resonanzbegriff. Ich glaube, die Lösung kann, egal wie sie institutionell aussieht, sie hängt daran, dass ich einen Sinn für die Verbundenheit
unter Menschen mit anderen Völkern. Ja, die sogenannten indigenen Völker in Amerika sind nicht weit weg und haben mit mir nichts zu tun, sondern es gibt eine Art von sowas wie ein Hören- und Antworten-Verhältnis, das gibt es sowieso. Ich kann es ignorieren, bis ich tot bin vielleicht. Aber ich kann es auch fühlen und ich glaube, Menschen fühlen und sehen es auch, aber immer beim Handeln. Die Institutionen sind so aufgebaut, dass sie uns eigentlich für die feinen Resonanzen zu den Ökosystemen, zur Natur überhaupt, zu anderen Menschen und sogar zu den Dingen immer wieder töten, weil sie überführt werden in ökonomische oder rechtliche Beziehungen. Ja, entweder habe ich das Recht darauf oder du hast das Recht. Entweder es gehört mir oder es gehört dir. Und okay, aber du hast jetzt nicht gefragt, also ich kann erneut beschreiben, wo ich hin will. Die Utopie ist ein anderes Dingverhältnis. Eines, das sozusagen die konstitutive, die grundsätzliche Einbezogenheit anderer und auch anerkennt und auch ein anderes Verhältnis zu dem Ding herstellt. Aber deine Frage oder eure Frage ist ja, wie mache ich denn das jetzt institutionell? Ja, was weiß ich. Also ich komme immer nur auf meine alten Ideen, wo ich sagen würde, zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte ein nicht unwesentlicher Schritt dafür sein, weil es die Angst aus dem Spiel nimmt. Ja? Also der wesentliche Antriebsmoment, sich Dinge unter den Nagel zu reißen, das aus Angst, man darf das nicht unterschätzen, Menschen in dieser Gesellschaft haben Angst, dass sie gar keinen Ort mehr haben, dass sie völlig abgeschnitten sind, keine legitime Position. Ne? Und Eigentum soll uns dagegen versichern. Ja? Aber ich habe mein Häuschen, aber ich habe meinen Garten oder halt mein Job. Ne? Und deshalb ist das angstgetrieben. Und zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, das auch mit einer Art von Citizenship Rights einhergeht, die wir aber allen geben sollten, alle, die auf dem Platz sind, könnte so einen grundlegenden Wandel im Weltverhältnis bewirken, dass dann alles gut werden lässt. Wir sollen ja utopisch denken in dieser... Ja, schon. Es gibt noch eine Frage, die jetzt ganz konkret wird, aus dem Publikum wiederum oder zu Zugeschalteten, also Mitdiskutierenden, das ist ja eher heute. Das Eigentum verpflichtet, wie es im Grundgesetz steht. Reicht es noch oder brauchen wir ein neues Grundgesetz? Und ich würde das vielleicht ich habe gerade Erich Fromm, Wege aus einer kranken Gesellschaft wieder gelesen. Das finde ich auch wichtig, umzudrehen. Ne? Dass wir nicht immer nur bei uns Individuen die Defizite sehen, sondern auch wirklich sagen, unter welchen Bedingungen kommt das denn zustande? Auch die Angst, die du gerade beschrieben hast. Und dieses emotionale wie soziale Freisein als Grundvoraussetzung auch für ein kreatives Einbringen und ein generelles Freiheitsempfinden und dann eben auch das Risiko eingehen zu wollen, sich einzumischen, vielleicht mal was zu riskieren. Also reicht, wenn wir das zusammendenken, diese emotionale und soziale Freiheit, reicht dann noch der Grundgesetzbegriff, wie wir ihn heute haben, Eigentum verpflichtet, oder würdest du sagen, wir müssen darüber hinausgehen? Ich glaube, dass wir darüber hinausgehen müssen, aber vor allen Dingen, also ich meine, genau genommen haben wir ja, das steht zwar im Grundgesetz, aber wir haben dem fast keine Bedeutung mehr zugemessen. Ja, dieser Verpflichtungsgedanke, Sozialverpflichtungsgedanke des Eigentums spielt ja kaum mehr eine Rolle, also oder eine sehr untergeordnete Rolle. Also ihn aufzuwerten könnte schon mal helfen. Aber ich glaube, dass es nicht reicht, weil die Frage, das wird dann irgendwie so wahrgenommen, na gut, ich habe das jetzt habe ich halt auch noch ein paar lästige Pflichten, ja, genau, die ich dummerweise erfüllen muss. Und ich glaube, das reicht gerade nicht. Also ich meine, es ist ja auch interessant, sich zu überlegen, wo das herkommt. Es ist ja wirklich so, wir können nicht einfach und wir sollten wahrscheinlich auch nicht einfach zurück zu einem christlichen Weltbild, aber ursprünglich war ja die Idee, dass man Eigentum auch eigentlich in einem transzendenten Sinn verpflichtet, ja, vor dem Schöpfer, der das alles gemacht hat und der letztendliche Eigentümer ist. Und wenn ich deshalb Eigentümer eines Waldes werde, sozusagen, habe ich die göttliche Pflicht oder die spirituelle Pflicht oder wie immer man es nennt, für diesen Wald Sorge zu tragen. Ja, das war eine Art von innere Verpflichtung. Also die Tatsache, dass das jetzt mir gegeben ist, sozusagen, ist eigentlich nur eine Art von Treuhänderschaft. Ich habe die Aufgabe, Sorge zu tragen. Das hat sich auf einem christlichen Boden entwickelt. Ich habe die Aufgabe, Sorge zu tragen, dass die Schöpfung bewahrt wird oder sogar fruchtbar wird. Und da war das eben nicht nur eine rechtliche Einschränkung meiner Verfügungsgewalt, sondern eine Art innere Verpflichtung. Das ist das, was ich vorhin meinte. In den Sinn für das Dingverhältnis und für das Sozialverhältnis und das Selbstverhältnis ist das eingebaut. Sorge tragen für den Gegenstand, mit dem ich da umgehen kann. Und das können wir nicht einfach wieder zurück zu einem alten christlichen Weltbild. Aber ich finde sozusagen diese Idee, dass Sorge tragen nicht nur eine lästige äußere Pflicht ist, die dummerweise meine Verfügungsrechte einschränkt, sondern mit diesem Dingverhältnis einhergeht. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und dann muss man natürlich halt die Frage des sozialen Ausschlusses ganz stark mit bedenken. Es kann nicht sein, dass ein paar über fast alles verfügen und ganz viele über fast nichts.
Hochinnovationsfeindlich. Also eigentlich der Begriff, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, nochmal neu, ne, wenn wir es nicht hinbekommen, uns mit der anderen Mitwelt an Lebewesen in Resonanz zu begeben, dann vielleicht wenigstens mit den eigenen Kindern. Und der andere Punkt, ich würde total gerne aus diesem Gespräch mitnehmen, vielleicht den Begriff des Vermögens für unsere weitere Suchprozesse auch, weil ich finde den sehr schön, wenn man darüber nachdenkt, ich vermag etwas, ne? Dann kommt vielleicht aus dem Verpflichten heraus, aber wenn ich ein gewisses Vermögen habe und dann nicht nur Geld und Besitz, sondern ich habe bestimmte Fähigkeiten, ich habe bestimmte Kreativität, ich habe bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten, also dieses Vermögen, etwas beizutragen. Also wenn wir aus dem Begriff vielleicht nochmal weiterdenken, fände ich nochmal spannend, letztes Wort von dir, Hartmut, wie weit du das Eigentum mit dem Vermögen siehst. Und dann darf Richard das hier fröhlich abbinden, weil wir, glaube ich, schon wieder am Ende der Session sind. Ja. Ja, naja, Vermögen ist natürlich auch ein schillernder Begriff. Also man denkt, da würde ich sagen, da ist kapitalistisches Denken ganz nahegelegt. Ja, also die Potenz, die ich habe in dem Kapital, ich habe das versucht in dem Unverfügbarkeitsbuch zum Beispiel als Weltreichweite zu beschreiben. Also je mehr Vermögen ich habe, umso mehr Welt kann ich in Reichweite bringen. Also wir haben ja gerade dieses absurde Wettrennen der Milliardäre, die jetzt den Weltraum in Reichweite bringen. Das ist sozusagen eine Potenz, die in ihrem Vermögen schlummert. Und genau dagegen würde ich gerne, und so hast du es, glaube ich, auch gemeint, den Begriff, den ich aus der Resonanztheorie nehme, Selbstwirksamkeit, ja, dass ich eine Spur hinterlassen kann, dass ich in Beziehung treten kann. Aber ich finde deinen Gedanken mit der intergenerationalen Verbundenheit da auch wichtig. Ich finde, solange wir das so denken, wir schulden zukünftigen Generationen was, na, ist es gar nicht motivierend. Also im Sinne von, ich würde gerne alles selber ausnutzen, aber dummerweise sollte ich nicht so egoistisch sein, auch noch an die Zukunft zu denken. Ich glaube, so werden wir dieses Problem nie lösen. Wir haben keinen sprechenden, tragenden Zukunftshorizont mehr. Meine Idee ist eben sozusagen ein Resonanzverhältnis zu entwickeln, das irgendwie sagt, die zukünftigen Generationen, die sind in gewisser Weise jetzt schon präsent. Ich bin mit denen verbunden. Ja, was ich jetzt tue, antwortet auf das, was sie zukünftig tun. Und ich versuche sozusagen, und die hören auf das, was ich jetzt getan habe. Das ist eine andere Form der Selbstwirksamkeit, die nicht dieses individuelle Vermögen betont, sondern dieses resonante Verbundenheit, was dieses Moment von Selbstwirksamkeit enthält. Also wenn wir Vermögensverhältnisse in Selbstwirksamkeitsverhältnisse transferieren, haben wir vielleicht einen guten Schritt vorwärts gemacht. Ja, also ich nehme aus dem wunderbaren Gespräch, danke Hartmut, zwei Dinge mit. Das eine ist deine Wiederbelegung, das, was du christlich nennst. Ich würde das nicht christlich nennen. Ich würde sagen, das ist eine Erfindung des protestantischen Nonkonformismus. Das heißt also, diese Vorstellung hat eher was mit deinem christlichen Schwabentum zu tun, ist eigentlich eher pietistisch. Ist nicht so sehr, ist nicht so sehr das gesamte Christentum, aber eben die Vorstellung von Stewardship. Ne? Also, dass das Eigentum nicht nur verpflichtet ist, irgendwie maximal auszubeuten, sondern eben dafür Sorge zu tragen, es zu erhalten. Wenn wir so ein Verhältnis stärker zur Natur hätten, dass das sehr positiv ist. Und das, was ich hier wirklich gelernt habe aus dem Gespräch, ist den engen Zusammenhang zwischen Eigentum und Angst. Also es ist ja sehr interessant, wie viel Eigentum brauchen Menschen, um keine Angst mehr zu haben. Und die Frage ist, was könnte man dagegen tun, dass sie Angst haben müssen? Bedingungsloses Grundeinkommen ist völlig klar, trittst du bei mir natürlich ein Scheunentor auf. Das wäre eine gute Idee in diese Richtung. Und typisch für dich, Hartmut, und das lerne ich jedes Mal neu von dir, dass Individualpsychologie immer ganz viel mit Kultur zu tun hat. Im Regenwald gibt es relativ wenig Leute, die das Bedürfnis haben, unbedingt ein Eigenheim zu besitzen oder ein großes Auto. Aber in Kulturen, wo ganz viele das haben, wächst eben auch dieses Bedürfnis heran. Und dass wir eben sehr viel genauer darauf gucken, was ist eigentlich unsere Bedürfnisstruktur und wie viel davon ist tatsächlich Individualpsychologie und wie viel ist uns kulturell eingetrichtert und von wem könnten wir uns eigentlich im Prinzip auch lösen. Das finde ich sehr interessant, darüber nachzudenken, weil dann wird sehr vieles, was im Hinblick auf Eigentum in unserer Kultur so selbstverständlich ist, auf einmal deutlich unselbstverständlicher. Ja. Und damit sind wir bei den sozialen Grenzen des Wachstums, wie es der Herr Hirsch schon 1976 formuliert hat, habe ich auch gerade neulich wieder entdeckt. Da können wir ja die nächsten Sessions nochmal reingehen, weil das ist eigentlich eine ziemlich desperate Gesellschaftsform, weil das sich eigentlich durch diesen Distinktionskonsum immer weiter hoch, genau dieses Moment von, werde ich abgehängt, nie auflösen kann. Hartmut, auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn du noch so ein letztes, das möchte ich euch mitgeben, loslassen möchtest, sehr, sehr gerne. Und sonst freuen wir uns auf eure Forschungsergebnisse.
Ja, das möchte ich euch mitgeben. Diese Frage stürzt mich immer in Panik. Ich glaube, es gibt nicht diese eine Sache, die man einfach mitgeben kann. Aber ich finde, solche Veranstaltungen, wie sie an der Leuphana ja tatsächlich inzwischen ganz häufig gemacht werden, sind, glaube ich, der Weg, wo man hingehen kann. Und wir sollten alle versuchen, das wirklich, also nicht nur als neues Denken zu nehmen, sondern als neue Praxis wirklich in jedes Alltagshandeln einzubauen. Zum Beispiel diesen Crack, there's a crack in everything. Ja? Ich finde, dass man das wirklich sehen kann. Ja? Bei jedem Verhältnis, das ich habe, bei einer Socke, die ich wegwerfe, ja, sehe ich zum Beispiel den Unterschied zwischen aneignen und anverwandeln in gewisser Weise. Und deshalb glaube ich sozusagen, wir sollten möglichst viel von dem, was wir hier diskutieren und miteinander bereden, versuchen, wirklich in den Alltag, in unser inneres Erleben auch hineinzuleben. Und dann wird vielleicht eines Tages die Utopie doch noch Realität. Super Schlusswort. Vielen Dank. Wunderbar. Gerne. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Ich gucke hier schnell mal auf ich bin so ein bisschen weggetragen worden von unserer Diskussion. Hier steht ja jetzt Ausblick und Abmoderation. Das heißt, es wird jetzt hier im Studio ein temporäres oder für heute Ende finden. Heute Abend kommen wir nochmal zurück zu einer spannenden Diskussion mit Joe Keser. Jetzt gibt es nochmal Möglichkeiten, dezentral weiter zu diskutieren und im Nachmittag auch konkrete Gedanken zu entwickeln. Ich bekomme hier jetzt gerade noch Handzeichen. Muss ich noch etwas dazu sagen? Nein, es sieht super aus. Wir sind wirklich sehr gespannt, was noch überall entsteht und wie wir es heute Abend dann auch zum ersten Mal ein bisschen hören und über die nächsten Tage natürlich dann zusammentragen. Bis später.